Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute würde ich ganz gerne über ein Thema sprechen, was gerade in letzter Zeit ziemlich an Bedeutung und Relevanz zugenommen hat, nämlich das grenzüberschreitende Teilen von Daten oder wie man im Englischen auch sagt, Cross-Border Data Sharing. Und ich würde ganz gerne auf zwei Punkte insbesondere eingehen, nämlich einerseits, warum das wichtig ist und wozu man das eigentlich braucht, und auf der anderen Seite, wie man das Cross-Border Data Sharing tatsächlich dann auch ermöglichen kann. Wenn wir vielleicht mit dem ersten Punkt anfangen und uns fragen, warum sollte man eigentlich Daten grenzüberschreitend teilen? Und um das vielleicht noch etwas genauer zu formulieren, eigentlich ist damit gemeint zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen, wo jeweils eine in sich homogene Datengesetzgebung gilt. Also warum sollte man beispielsweise Daten teilen zwischen der EU und Staaten in Asien, zum Beispiel Japan oder China? Nun, das liegt auf der Hand. Wir haben gerade in industriellen Lieferketten seit Jahrzehnten die Situation, dass wir grenzüberschreitende Warenverkehre haben, Güterverkehre, und letzten Endes halt diese Güterverkehre auch dazu führen, dass wir auch Daten, die zu diesen Gütern gehören, grenzüberschreitend teilen müssen. Ein ganz aktuelles Beispiel können wir sehen, unter anderem in der Automobilindustrie. Es ist so, dass wir schon seit Jahrzehnten tatsächlich Automobile nicht nur in andere Teile der Welt, zum Beispiel aus Deutschland, verkaufen, sondern in Teilen eben auch dort produzieren. Und wir haben jetzt eben eine ganze Reihe von Anforderungen und auch letzten Endes Chancen, die wir ergreifen können, um diese grenzüberschreitenden Lieferketten noch besser zu bewirtschaften, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dazu möchte ich zwei Beispiele geben. Wir haben einen nach wie vor anhaltenden Trend in Richtung Elektromobilität. Und es ist klar, dass wir für die zentralen Komponenten, also die Batteriekomponenten, in eine Kreislaufwirtschaft, also in ein zirkuläres Wertschöpfungssystem einsteigen müssen, weil wir die Komponenten und die Rohstoffe und die Materialien in den Batterien wiederverwenden müssen, einfach aus dem simplen Grund, weil gar nicht genügend Rohstoffe sonst da wären, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Das bedeutet, wir müssen letzten Endes halt Batteriekomponenten einerseits so designen schon, also konstruieren, dass man sie tatsächlich wiederverwenden kann. Dazu brauchen wir Daten, also wir müssen letzten Endes halt Konstruktionsdaten haben zu diesen Komponenten und auch der Art und Weise, wie sie in den Fahrzeugen verbaut werden. Wir brauchen dann aber auf der anderen Seite eben halt auch Daten aus der Nutzung, weil in Abhängigkeit von der Nutzung während der Lebenszyklusphase eben halt, in der das Produkt, also das Auto, genutzt wird, Rückschlüsse zu ziehen sind, in welchem Umfang bestimmte Komponenten eben überhaupt für eine sekundäre Nutzung für den gleichen Einsatzzweck, also beispielsweise ein Auto, überhaupt in Frage kommen, beziehungsweise für welche anderen sekundären Einsatzzwecke sie in Frage kommen. Und wir müssen letzten Endes dann drittens auch am Ende des Lebenszyklus, also dann, wenn tatsächlich die Fahrzeuge demontiert werden, eben halt auch nochmal prüfen, ob diese Komponenten eben tatsächlich halt genutzt werden können. Und das bedeutet, wir brauchen eigentlich über den gesamten Lebenszyklus dieser Batteriekomponenten, also von der Konstruktion über die Produktion, die Nutzung durch uns alle, bis hin eben halt zum Ende des Lebenszyklus, eigentlich eine digitale Repräsentation, die alle Daten erfasst, die es benötigt eben halt, um in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen. Man kann auf der einen Seite sagen, dass wir so etwas digitalen Zwilling nennen können, entweder von dem Fahrzeug oder der Komponente selber. Wir brauchen aber letzten Endes halt auch ein gemeinsames Verfahren dafür. Und hier hat sich letzten Endes halt in Europa entwickelt der sogenannte digitale Produktpass, der sozusagen wie ein Pass letzten Endes diese Daten aufnimmt und auch dazu führt, dass man gewissen Anforderungen unterliegt, welche Daten zu erheben sind und die auch letzten Endes in einem standardisierten Format halt dann auch über diese gesamte Nutzungsdauer erfassen, aber dann eben auch teilen kann, weil natürlich klar ist, dass bei der Produktion, aber eben halt auch dann tatsächlich in der Nutzung und eben halt bei der Demontage ganz viele unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Um das auch nochmal zu hinterlegen,
durchschnittliches Fahrzeug, Mittelklasse-Fahrzeug besteht aus 10.000 Teilen und man kann sich vorstellen, dass hier Informationen von ganz vielen Akteuren zusammengetragen werden müssen, die eben halt auch aus unterschiedlichen Wirtschaftsräumen kommen. Also wir können diese Anforderungen, ein Digital Product Passport zum Beispiel für die Batterien von Elektrofahrzeugen zu erstellen, könnten wir gar nicht umsetzen, wenn wir keinen grenzüberschreitenden Datenaustausch machen würden, weil eben viele Zulieferer, viele Komponenten eben halt aus dem Ausland kommen und auf der anderen Seite in anderen Wirtschaftsregionen ähnliche Anforderungen bestehen, wo dann letzten Endes halt auch europäische oder deutsche Zulieferer oder Automobilhersteller ihrerseits diese Daten entsprechend den Vorgaben halt liefern müssen. Also wir haben eine ganz klare Anforderung, Daten grenzüberschreitend halt zu teilen. Weitere Beispiele finden sich in sogenannten Bedarfs- und Kapazitätsmanagement. Also ich muss letzten Endes halt meine Lieferkette wirklich auch bewirtschaften, sodass ich keine Unterbrüche der Produktion habe. Und auch da, wenn ein Großteil der Teile einfach aus dem, in unserem Fall nicht-europäischen Ausland kommen, muss ich letzten Endes halt Daten teilen. Genauso, wenn ich letzten Endes eine sehr detaillierte Bestimmung machen will, welcher CO2-Ausstoß erzeugt wird bei der Produktion und beim Transport von Gütern, habe ich eben immer dann, wenn ich auch tatsächlich Güterflüsse habe, Materialflüsse, die grenzüberschreitend sind, einfach die ganz notwendige Anforderung, auch Daten grenzüberschreitend austauschen zu können. Also wie gesagt, wir können uns nicht aussuchen, ob wir das irgendwie machen, sondern wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und die Frage ist jetzt, wie wir das am besten tun und auch welche Herausforderungen dabei zu überwinden sind. Und das ist der zweite Punkt in meinem kleinen Vortrag, den ich gerne teilen würde. Es ist so, dass wir, ich hatte es schon gesagt, einerseits Standards brauchen, um die Dinge gleichartig zu beschreiben, damit wir sie auch gleichartig verstehen. Also wir brauchen semantische Standards, da haben wir einiges, worauf wir zurückgreifen können. Wir können beispielsweise auf die Verwaltungsschale zurückgreifen, wir können eben halt uns orientieren an Vorgaben, zum Beispiel zum digitalen Produktpass. Und wir müssen letzten Endes eben auch uns darauf einigen, dass wir gerade beim Thema CO2-Emissionen gleichartige Berechnungsverfahren und auch, sagen wir mal, gleiche Datenquellen verwenden, um diese detaillierten Informationen zusammenzusammeln. Also das kriegen wir, glaube ich, hin. Auf der anderen Seite haben wir dann aber eben halt auch in sehr komplexen Netzwerken und Ökosystemen zum Datenteilen die Herausforderung, dass ja, wie eben gesagt, ganz unterschiedliche Akteure miteinander interagieren müssen und die müssen sich irgendwie identifizieren und authentifizieren lassen. Und hier ist festzustellen, dass wir in Europa gewisse Standards setzen, was die Identitäten angehen und eben halt auch den Quellen, denen wir vertrauen, wenn es darum geht, bestimmte Organisationsdaten zu überprüfen, zum Beispiel Name einer Organisation, Rechtsform, Sitz des Unternehmens, Handelsregisternummer. Und wir hier in Europa eben andere Vorgaben haben an die Identitätsschemata. Also für Privatpersonen hauptsächlich haben wir ja die eIDAS II Verordnung, die jetzt im Mai verabschiedet wurde, die letzten Endes festlegt, wie man sich identifiziert. Und für sogenannte vertrauenswürdige Datenquellen zur Überprüfung von Organisationsdaten gibt es bestimmte Registries, wo man letzten Endes halt die Einträge von sogenannten Legal Entities, also im Prinzip von Legaleinheiten überprüfen kann. So, in Europa sind die aber anders, sowohl die Schemata als auch diese Quellen, als zum Beispiel in Japan oder China. Und insofern müssen wir halt das Identitätsmanagement und auch letzten Endes halt die Merkmale, über die sich Organisationen halt repräsentieren und identifizieren und dann letzten Endes auch authentifizieren in Datenräumen, interoperabel machen. Und das ist eine Herausforderung, die auch nicht unlösbar ist, wo man weiß, wie das funktioniert, aber die eben halt ansteht. Und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht noch 2 Punkte erwähnen. Zum einen habe ich hier das Deckblatt, sieht man hier, von einer Strategie der Bundesregierung, die gerade Anfang des Jahres, ich glaube im Februar, aufgelegt wurde und deshalb habe ich es dabei, lese ich kurz ab, heißt Strategie für die internationale Digitalpolitik der Bundesregierung, die sich unter anderem genau mit diesen Themen beschäftigt. Denn diese Strategie formuliert relativ klar, dass man sich seitens der Bundesregierung an das Konzept von Data Free Flow of Trust with Trust orientiert, also dass man Datenaustausch grenzüberschreitend fördert,
wenn sichergestellt ist, dass Vertrauenswürdigkeit gewährleistet ist, wie ich eben gerade geschildert habe. Und es wird auch explizit, das ist beides auf der Seite 10, kann man sich im Internet runterladen, auf Datenräume referenziert. Also Datenräume sieht die Bundesregierung, wie aber auch die Europäische Kommission, das kann man sagen, als geeignetes Mittel an, diesen grenzüberschreitenden Datenaustausch und das grenzüberschreitende Teilen von Daten zu ermöglichen, sodass einerseits das, was man erreichen will, nämlich zum Beispiel den Digital Product Passport zu erstellen oder eben detaillierte Aussagen zum CO2-Emissionen bei der Produktion von Komponenten zu haben, realisieren lässt und auf der anderen Seite aber eben auch sicherstellt, dass die Daten vertrauenswürdig und unter Wahrung der Datensouveränität ausgetauscht werden können. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Strategie, kann man sich mal durchlesen und ist eine gute Vorlage, um diese Dinge jetzt auch umzusetzen in konzertierte Aktion mit unseren Partnern von außerhalb Europas. Letzter Punkt, den ich erwähnen will, weil das ein so dringendes und relevantes Thema ist, ist es auch so, dass im diesjährigen Digitalgipfel im Oktober in Frankfurt wir gemeinsam mit unseren Partnern und Freunden hierzu eine Session organisieren, also Cross-Border Data Sharing. Wer beim Digitalgipfel dabei ist und sich dafür interessiert, herzlich willkommen. Und auch natürlich sonst für Feedback sind wir immer offen, stehen da gerne zur Verfügung und sind für jede Kooperation sehr dankbar, weil, wie gesagt, das ist eben ein wichtiges Thema, was uns alle tangiert, weil wir letzten Endes alle ein Interesse daran haben, dass wir diese Nachhaltigkeitsziele beispielsweise erreichen und dafür müssen wir eben halt diese Herausforderung des grenzüberschreitenden Datenteilens bewerkstelligen.